Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Es ist ein Tag her, oder zwei Tage her, dass wir verloren haben gegen Braunschweig mit 6:0. Und das war ein eindeutiges Ergebnis. Dementsprechend gab es noch mal viel lautere Stimmen, dass man doch den Trainer wechseln soll. Und das war auch ein klares Statement gegen den Trainer, was die Mannschaft da geleistet hat. Auch das soll so intern so sein und auch so verstanden worden sein, nämlich bei den Gremien. Und deswegen möchte man jetzt doch gerne einen neuen Trainer haben an der Seite des Clubs und vor allem eventuell auch mit Schock den Weg nicht mehr weitergehen. Hier persönlich bin ich aber trotz einer sehr schlechten Saison von Schock der Meinung, dass man trotzdem noch das eine Jahr mit ihm weiterarbeiten soll. Sonst wäre das schon sehr viel Experiment, wenn man jetzt noch da sich verändert auf der Position. Also da bin ich tatsächlich pro Schock, dass er auch mal in die Scheiße greifen kann, auch wenn ich finde, dass, wie gesagt, Fiedler grundsätzlich ein guter Trainer ist. Jedoch der Trainerwechsel das Richtige ist. Und deswegen wollen wir heute darüber reden. Und auch natürlich, warum das Ganze passiert. Ich glaube, das ist relativ klar. Nach dem klaren Statement von Ottmar Schock in der Pressekonferenz ein 6:0 zu kassieren, was klar. Man hat gesehen, keiner ist mitgelaufen, keiner hatte mehr Bock. Und das ist nicht dann so, dass man sagen kann, die Jungs können es aktuell nicht besser. Wenn jemand nicht mehr mitläuft, dann siehst du einfach, dass der keinen Bock darauf hat. Ist einfach ein Fakt, vor allem wenn ich erst 7 Minuten auf dem Feld stehe, wie ein Lurik, wo dann das 2:0 fällt, er dann an der Seite steht und nichts mehr macht. Nicht versucht hinterher zu laufen, ja, dann hast du keinen Bock darauf. Ist einfach ein Fakt. Und hast dann auch 6:0 verdient verloren. Und darauf den nächsten Tag gewinnt die U23 6:0 mit einem überragenden Spiel. Und man kann aktuell wirklich davon sprechen, dass die U23 besser ist als die erste Mannschaft. Das muss man halt ehrlich so sagen. Das wirkt nämlich extrem so mit unglaublich guten Spielzügen. Ich war ja selbst dabei, der Stadionblock ist auch on. Und dann wurde natürlich klar gemacht, auch während des Spiels, dass man sich nach einem neuen Trainer umschaut. Welchen Ausmaß das hat, weiß man jetzt aktuell noch nicht. Jedoch kann ich mir sehr gut vorstellen, dass in der Länderspielpause was passieren wird noch und dementsprechend der Trainer gewechselt wird. Wer denn dafür verfügbar sein wird, hier kennt man natürlich Namen wie Wörle, ein sehr interessanter Trainer. Ob er dann wirklich das Richtige für den FCM ist, müsste man sich dann dementsprechend fragen. Ein Tim Walter wird sicherlich im Gespräch sein, dann auch. Dann gibt es definitiv noch einen Tune, der da eventuell auch noch mitwirkt. Wie gesagt, wäre aktuell meine Lieblingslösung. Und dann gibt es natürlich noch andere wie Klaus. Dirk Schuster wurde auch aufgenannt, den mag ich persönlich überhaupt nicht, vor allem auch nicht mit seinem Spielsystem beim FCM sehen. Es wird sehr viel geredet, jetzt schon. Ich denke mal, das wird auch nochmal viel lauter werden die nächsten Tage, falls dann auch ein Fiedler gehen muss. Wird es dann auch nochmal ein bisschen lauter. Ich denke mal, man wird Fiedler aber nicht entlassen, bevor man dann auch einen neuen Trainer gefunden hat. So war das beim FCM schon immer, so war es auch bei Tietz. Er durfte erst gehen, als man einen neuen Trainer gefunden hat. Dementsprechend wird das Finale sein, dass wir so dann auch klar sagen können, damit ist das Thema abgeschlossen. Ich denke, für alle Seiten ist das Beste, jetzt das Ding zu beenden. Ich glaube, es wäre auch am sinnvollsten gewesen, hätte Fiedler einfach einen Rücktritt gemacht. So wäre das nicht nochmal alles aufgepusht worden. Aber du hast natürlich auch an der Seitenlinie gesehen, dass ein Fiedler dann nur noch da saß und wirklich in seinen Gedanken war. Natürlich tut er mir leid menschlich, also 100%. Ist menschlich ein guter Trainer, technisch meiner Meinung nach auch, wie gesagt, aber manchmal passt das einfach nicht. Und hier haben wir definitiv den Fall. Es sind aber einige Trainer auf dem Markt, die, wie gesagt, ihn wahrscheinlich mit Erfahrung ersetzen könnten. Ich hoffe, dass man dann auch da wirklich keinen holt, der wirklich jetzt die letzten Jahre nicht so positiv trainiert hat, auch nicht ins System passt. Ich hoffe, man bleibt bei diesem Offensivsystem, weil ich bin mir sehr sicher, dass wir das immer noch spielen können und nicht mal deswegen verunsichert sind. Aber was dann wirklich passiert, werden wir dann sehen. Wie gesagt, wenn man offensive Trainer sucht, bleiben eigentlich nur 3 Optionen aktuell. Man kann natürlich auch eine Überraschung bekommen. Das kann durchaus passieren. Das war ja im Sommer auch so, dass man eigentlich sagt, dass es eher eine Überraschung war, dass ein Fiedler kommt. Aber passt halt ins Profil. Deswegen müssen wir abwarten. Eure Meinung sehe ich dann so wie immer gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Wenn morgen kein Trainer kommen sollte, werde ich dann auch nochmal Traineroptionen so vorstellen. Und damit noch einen schönen Tag euch und ciao Leute.